Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Gitarrenlernstunde. Und heute starten wir mit einer neuen Serie von 10 Folgen zum Thema Rhythmusgitarre. Ich freue mich sehr, wir sind live und also ich habe hier jede Menge Live-Schüler, die darauf warten, in das Thema nochmal tiefer einzusteigen. Und in der ersten Folge geht es heute um die Basics, ja, um die wichtigsten, würde ich sagen, 10 Punkte, die man, bevor wir wirklich auch starten, in der nächsten Folge, diese 10 Basics, die brauchst du unbedingt und die solltest du dir geduldig und mit viel Freude und Liebe zur Gitarre drauf schaffen. Da reden wir heute drüber. Jetzt gucken wir erstmal, wer live hier am Start ist und sagen erstmal Hallo. Ich habe hier den Chat eingeblendet. Ich sage mal ganz liebe Grüße an euch alle, die dabei sind. Ich hoffe, ihr habt eure Gitarren am Start. Eine akustische Gitarre wäre okay für heute, also für den ersten Tag wäre die akustische Gitarre das richtige Mittel, um ja auch mehr von dieser Rhythmik auch mitnehmen zu können. Aber wenn du keine akustische Gitarre hast, eine E-Gitarre, tut es auch mit einem clean eingestellten Verstärker. Hallo, ihr Lieben, super, ganz liebe Grüße nach Deutschland, Österreich, ja, nach Graz, in die Schweiz. Herzlichen Dank, ihr Lieben. Auch aus Amerika schauen als Leute zu, das freut mich wirklich sehr. Genau, ja, na, also. So, ihr Lieben, bleibt bei der Sache. Ich hoffe, dass Bild und Ton okay ist. Ihr könnt mir da mal ein Feedback geben, ob das soweit passt. Ich stelle hier nochmal die Sicht ein und dann können wir gleich loslegen. Diese Sessions gehen etwa eine halbe Stunde. Mal schauen, vielleicht wird es heute ein bisschen länger, weil das Thema dann doch sehr nachgefragt ist. Und wie gesagt, ich freue mich sehr. Ich habe hier mehrere Kameraansichten. Einmal diese ganz große, wo du genau sehen kannst, was ich mit der rechten Hand so mache. Und dann diese Zusammenstellung, wo die linke Hand auch im Bild ist. Links oben dann die rechte Hand für die rhythmischen Sachen. Ich mag hier noch ein bisschen rüberdrehen. So. Und auch mich hast du auch noch mal im Bild, sodass du mich sehen kannst. Also, Streamzustand ist okay, Bild und Ton super. Herzlichen Dank, ihr Lieben. Super, Dankeschön. Perfekt, super. Also gut, dann legen wir mit den Basics los und beginnen mit der Arbeit hier an dem Thema. So, ja, Grundakkorde lernen und spielen. Das ist eigentlich der Punkt Nummer 1, ganz wichtig, als Basis von dem, was wir hier lernen, ist, dass du deine Grundakkorde gelernt hast. Also bevor wir in Rhythmusgitarre einsteigen, erwarte ich von dir, dass du diese 20, 30 Grundakkorde kennst. Ich blende jetzt mal den Chat hier aus. So. Und das sollte für dich kein Problem sein. Ich werde den Unterstützern dann auch nochmal die ganze Liste mit den Grundakkorden zur Verfügung stellen, aber die meisten kennen wir. Hier, wir bleiben einmal hier unten in den Grundakkorden für heute. Wir schauen uns Power Chords an und 1, 2 Barré-Akkorde. Also keine wirklich schwierigen Geschichten, sondern die Basics. Also Basic Nummer 1, also Grundlage Nummer 1, bevor du mit der Rhythmusgitarre loslegst, solltest du die Grundakkorde lernen und ja, picken können. E-Dur, Na-Moll, dein D-Dur, dein C-Dur, dein G-Dur, kannst du so greifen, gerne auch so, klassische Form, so wie du das magst. Und als Barré-Akkord heute möchte ich, dass du den verschobenen E-Dur-Akkord, du weißt, bei Barré-Akkorde rede ich von einem Capodaster-Akkord eigentlich, das ist für mich der Barré-Akkord. So was das Barré macht, nichts anderes. Ich hole mir jetzt mal kurz hier
ja, das Capo, dass du das nochmal siehst. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel, ich würde auch immer nicht mit dem F hier unten beginnen, sondern hier im 5. Bund, mache jetzt das Capo drauf, habe dann also die Gitarre dann in A gestimmt und wenn ich dann hier ein E-Dur greife, dann habe ich einen schönen A-Dur-Akkord. Warum sind die Barré-Akkorde bei der Rhythmusgitarre wichtig? Weil wir sie brauchen, um komplexe Rhythmen auch lernen und spielen zu können. Das ist ganz wichtig, was das Abdämpfen angeht. Später. Wir werden uns in den 10 Folgen steigern. Und zwar von ganz leicht bis in der letzten Folge, da werde ich den Sebastian auch noch mit hinzunehmen, sodass er so den höchsten Ausblick auch zeigt, so Techniken, die John Mayer anwendet. Ich werde einige Flamenco-Geschichten zeigen, also wirklich von den Basics bis zu High-End und jeder nimmt sich oder wird dort abgeholt, wo er sich gerade befindet. Also unser Capodaster hier wird jetzt ersetzt durch den Zeigefinger und die anderen 3 Finger formen den Akkord E-Dur, wie du hier sehen kannst. Warum das so wichtig ist, werde ich gleich erkennen. Also, Basic Nummer 1, du kannst deine Grundakkorde. Also das nächste, was du dann mit jetzt machst, ist, dass du beginnst, rhythmisch mit deiner rechten Hand zu spielen. Das bedeutet, ich will, dass du deine linke Hand, dass du diesen, ja, sag ich mal, Akkord jetzt auflöst und einfach nur die Finger so auf den Seiten liegen lässt. Also, ja Mann, du bleibst bei diesem, du willst ihn ja eh üben, deswegen ist es wichtig. Du bleibst auf dieser Akkordform, also du hast dein Capodaster, Finger hier, Barré und die E-Form. Du lässt aber deine Finger ganz entspannt auf den Seiten liegen, okay, sodass du diesen Klang hinbekommst. Ne? So, ich gehe mal ein bisschen rüber noch hier, so. So. Ich will, dass die Seiten so diesen Sound erzeugen, also ganz kratzend. Jede Seite, wenn es ein bisschen klingelt, so, dann sind das die Obertöne, weil du die Obertöne genau hier im 5. und im 7. Bund hast. Und das Einzige, was du jetzt machst, ist, du kannst auch die Finger, wenn du magst, einfach so flach hinlegen und mit der linken, das ist vielleicht noch entspannter dann für dich. Und das Erste, was du jetzt machst, ist einfach nur 1, 2, 3, 4, von oben nach unten. Alle Seiten, wir gucken uns das in dieser Szene an. Alle Seiten, da siehst du, wie sich es auch bewegt. Alle Seiten einfach so mit einem entspannten Schlag von oben nach unten durchziehen. Reden wir gleich noch, wenn ich jetzt diese Großaufnahme hier habe, über die Plektrum-Haltung. Das ist ein ganz wichtiges Thema, möchte ich nicht ausblenden. Also was ganz wichtig ist aus der normalen Handhaltung, ne, so etwas ganz Entspanntes ausführen. Das bedeutet, das Einzige, was du machst, du bringst deinen Zeigefinger unter deinen Daumen. Nicht so vorne, weil dann entstehen Spannungen in der Hand, sondern also einfach siehst, wie krumm mein Zeigefinger mittlerweile ist nach so langer Zeit, nach 40 Jahren. Und das Einzige, was ich mache, ich bringe ihn hier unter das erste Daumenglied und beide Finger machen hier unten eine Linie, also der Zeigefinger hängt nicht unten raus und der Daumen steht nicht oben drüber. Das ist wichtig für die Haltung. Und etwa in der Mitte des Daumengliedes liegt dann mein erstes Zeigefingerglied hier auf. Das Plektrum ist eine Verlängerung meines Zeigefingers. Und zwar nicht so. Fühlt sich zwar leichter an, das Plektrum so zu halten, aber hier entstehen dann diese Mordsspannungen, wie du sehen kannst. Und dann kannst du nicht so locker spielen. So. Wir wollen ja das Ganze irgendwie auch aus dem Handgelenk und aus dem Ärmel schütteln, wie man so schön sagt. Das ist das Einzige, was du magst. Das hier. Einfach nur ganz entspannt hier rein und dann das Plektrum seitlich mit der Spitze. Du hast also ich habe hier ein dreieckiges Plektrum, man kann gut sehen. Und die Spitze zeigt nach vorne als Verlängerung meines Zeigefingers seitlich, wie so ein Nagel, der seitlich hier. Und das ist eine super entspannte Haltung des Plektrums. Okay? Und dann machst du einfach das hier.
greifst einen E-Dur-Akkord, E-Dur hier vorne und dann einfach mal über alle Seiten. 1, 2, 3, 4. Das ist eine ganz entspannte Bewegung über alle Seiten. 2, 3, 4. Als nächstes schnappst du dir den A-Dur-Akkord und spielst den von der A-Seite 4-mal. Dasselbe kannst du jetzt machen, indem du einfach lernst, und das ist wichtig für das Verstehen des Rhythmuses auf der Gitarre. Das ist eine perkussive Geschichte, die wir hier machen. Wenn du dir jetzt zum Beispiel ein paar Rhythmen anhörst, ohne Akkorde, einfach nur die Hand hier links drauf legen, kannst du schon die Rhythmen erkennen. Und so werden wir einen Großteil unserer Rhythmen lernen. Was ich nicht von dir möchte, ist, dass du wieder auf eine Art und Weise den Rhythmus Gitarre lernst, wo du dann wieder an einen Punkt kommst, wo du nicht mehr weiterkommst. Der Punkt ist, Rhythmusgitarre und das Begleiten soll eine so natürliche und intuitive Geschichte für dich werden, dass du ja nie wieder Probleme hast, einen Rhythmus herauszuhören und zu lernen. Okay, also, das wäre einfach mal nur von oben nach unten. Das nächste ist dann runter hoch. Einfach über die Seiten bürsten. Ganz entspannt mit der rechten Hand. Ein bisschen, wie du sehen kannst, ein wenig aus dem Handgelenk. Auch ein bisschen der Unterarm geht mit. So das ganze System ist wie so eine kleine Peitsche, die du in der Hand hältst. Ganz locker aus dem Handgelenk, das auf und runter. Dann machst du das mal mit dem E-Dur-Akkord. Mit viel Gefühl, ohne dich dabei zu überfordern. Okay? So, wichtig, ein ganz, ganz wichtiges Thema, das kommt gleich, ist dann, und das, was den meisten die Schwierigkeiten bereitet, ist das Abdämpfen. Das ist eigentlich so das Wichtigste, aber da werden wir in den folgenden Episoden, in den folgenden Teilen der Serie, werden wir ganz gezielt darauf eingehen. Das nächste, was du jetzt übst, wenn du das gemacht hast und dich so wohl fühlst, ja, das nächste, was du übst, ist gleich mal Wechselbass. Und was ist denn ein Wechselbass? Ein Wechselbass ist nichts anderes, wie dass du oben die Bassnote spielst, das wäre jetzt bei einem E-Dur-Akkord, die dicke E-Seite und dann die Akkordseiten, die unteren 3 oder 4. 4 wäre hier auch kein Problem, weil das ist auch die Note E, wenn du den E-Dur-Akkord greifst. Und mit Wechselbasstraining, sodass du da reinkommst in dieses Feeling, spielst du einfach ganz entspannt, okay, ganz locker. Bass, E-Seite, die unteren 4 Seiten, dann die A-Seite. Wir kümmern uns noch gar nicht groß um das Abdämpfen, das kommt alles noch. So, was ich will, ist, dass du mit viel Gefühl und ganz entspannt das hier spielst. Das soll nicht so klingen, sondern beide Töne gleich laut. E und A. Dann schnappst du dir einen A-Dur-Akkord so. Den A-Dur-Akkord kannst du so greifen oder mit den 3 Fingern, wie es dir bequemer ist. Manche greifen ihn auch so, wenn sie kräftigere Finger haben. Also, das überlasse ich dir. Ich greife ihn so, dann spiele ich die A-Seite und die D-Seite. Also. Und Wechselbass. Und das ganz geduldig und entspannt zum Klingen bringen. Okay?
So, das ist Basic Nummer 2. Du kannst deine Grundakkorde, du hast das hinbekommen, rauf und runter. Mehr brauchen wir im Moment nicht. Alles andere kommt von allein. Und dann der Wechselbass. Nächstes, du nimmst einen G-Dur-Akkord. Greifst ihn so, spielst die E- und die A-Seite. C-Dur. Die A, hier Grundton C. Und hier das E dann. Auf der D-Seite. A-Seite, D-Seite. Die ganzen Songbeispiele, das kommt dann in den nächsten Folgen. Heute lernen wir die Basics. Also das trainieren. Dasselbe kannst du auch machen mit einem D-Dur-Akkord. Ein D-Dur-Akkord beginnst du aber mit der D-Seite, weil die D-Seite ist dann dein Grundton und dann springst du auf die A-Seite. D und A und D und A. Und das ist einfach eine einfache Übung. Idealerweise schaltest du ein Metronom dazu ein. Mehr zum Thema Metronomtraining in den nächsten Folgen dann. Okay? Also Wechselbasstraining. So, mein nächster Punkt. Power Chords. Power Chords sind Rockakkorde, Akkorde, die bestehen aus dem Grundton. Gehen wir jetzt hier in den 7. Bund auf die Note E und eine Seite weiter auf die D-Seite mit dem Ringfinger und das ist die Quinte zum E hier. Und deswegen diese Akkorde werden auch noch als Fünfer-Akkorde bezeichnet. Das ist ein Power Chord. Und was du noch machen kannst, du kannst den kleinen Finger noch hinzufügen. Das ist ein sehr wichtiger Akkord auf der Gitarre, speziell auf der E-Gitarre. Mit dem können wir wahnsinnig viel anfangen. So, und was du jetzt mit dem Power Chord lernst, ist das Abdämpfen. Okay, das ist so der einfachste Einstieg in das Abdämpfen. Ja? Also 7. Bund A-Seite, 9. Bund D-Seite, kleiner Finger in den 9. Bund. Wir haben die Noten E, H und E. Und was wir jetzt machen, ich gehe jetzt in die Großaufnahme hier. Was wir jetzt machen ist, wir spielen zumindest mal die 2 Seiten in einer kleinen Bewegung. Wenn du alle 3 schaffst, noch besser. Dann guck auf die rechte Hand, hier das Abdämpfen dieses Akkordes. Das Abdämpfen ist wirklich Millimeterarbeit direkt vor der Brücke hier hinten. Also direkt, nicht zu weit nach hinten, nicht zu weit nach vorne, direkt hier vorne. Und wenn ich hier die Hand liegen habe, dann muss das so klingen. Nicht so. Wenn ich zu weit nach vorne gehe, dann habe ich diesen als ob ich die Finger von der Seite nehmen würde. Und deswegen gehst du kurz vor die Brücke mit deiner Handkante, legst die Hand ganz natürlich, ganz entspannt hier hin. Ein bisschen lauter. Und dann spielst du, ich hole mir jetzt doch noch das Metronom, weil das ist dann doch für die Beispiele hier relativ wichtig. Stell das hier ein auf Tempo 80 und spiele dann mit dir jetzt zusammen. Jetzt hören wir da mal rein. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Geh dann in den 5. Bund, 3. Bund, 5. Bund. 8 Schläge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 Vierteltakt. Wenn dir Tempo 80 zu schnell ist, dann gehst du auf Tempo 60 runter. Also, und jetzt kannst du, weil das keine hochgradig komplizierte Geschichte ist, das relativ schnell auf Tempo bringen. Ich gebe dir gleich mal ein Songbeispiel. Einer der ersten Songs, den ich gelernt habe, war
99 Luftballons von Nena. Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe ich ein Lied für dich. Wir hatten die Akkorde E, Fis, Moll, A und H. Und ich habe das alles mit Power Chords gespielt, abgedämpft. 8 Schläge pro Takt. A, also das A, dieses A hier einfach mit dem Zeigefinger so gegriffen, ist unser Power Chord. Man kann es auch linear spielen. E, Fis, 2. Bund, 8 mal, 5. Bund, A, 7. Bund, H, 8 mal. Und jetzt dein Training für die Basics, das auf Tempo bringen heißt, ich gehe jetzt mal auf Tempo 140 und schalte den Metronom. Das ist noch nicht das Originaltempo, aber gutes Training. Gehen wir mal auf 160, da sind wir schon näher am Original. Und das ist, bevor du dich an komplizierte Rhythmen wagst, dieses Basic-Wissen und Training, was dich an die Gitarre heranführt, in einer Art und Weise, dass du das relativ schnell lernen kannst und spielen kannst. Es gibt dir dieses wichtige Handgelenktraining, also das Abdämpfen lernen. Ein bisschen lauter. Ich habe schon einen typischen 80er Jahre Rhythmus reingepackt, aber den werden wir in den anderen Folgen dann besprechen. Also Power Chords auf Tempo bringen, das wäre die nächste Basisgrundlage für dein rhythmisches Gitarrenspiel. Es ist ein sehr, sehr gutes Training für das Handgelenk, für die rechte Hand. Und natürlich, du lernst abzudämpfen, was auf der Gitarre, speziell auf der E-Gitarre, wenn die Sounds verzerrt sind, extrem wichtig ist. Ich merke schon, das erste Grundlagenvideo wird heute ein bisschen länger, also mit den 30 Minuten werden wir auf keinen Fall durchkommen. Wir machen so lange wie nötig, damit das Ganze also auch wirklich ein höchstwertiges Grundlagenvideo darstellt. Gut. Vorhin haben wir diesen Barré-Akkord uns angeschaut. Das wäre jetzt im 5. Bund das A. Jetzt bitte ich dich, den Akkord zu greifen. Und dann machen wir was ganz, ganz Einfaches. Wir werden schon mal so ein bisschen das Abdämpfen lernen, um eine der Basistechniken uns anschauen zu können. Ja? Also, wenn du jetzt in den Grundakkorden dich befindest, dann wirst du lernen in den nächsten Folgen, wie man dieses Abdämpfen mit der rechten Hand, so mit der Handkante, diese ganzen Techniken, die werden wir uns detailliert anschauen. Aber jetzt ist erstmal wichtig, Barré-Akkorde und Abdämpfen. Es ist viel leichter, wie die Grundakkorde abzudämpfen. Deswegen lohnt es sich. Hierzu empfehle ich dir mein Barré-Spiel-Video, wo ich erkläre, wie leicht es einfach ist, Barrés zu spielen auf der Gitarre und dass man da keine große Angst haben muss oder Philosophie draus macht, weil es wirklich nur die Grundakkorde sind, die man verschiebt und dann super schön Rhythmus spielen kann. Also, wir nehmen unser A hier, unser verschobenes E-Dur und spielen nur nach unten. Okay? Einfach nur 1, 2, 3, 4, 1 und dann nach der 4 lüpfst du ganz leicht hier die linke Hand. So ganz, du bleibst in der Position und lüpfst ganz leicht. 1, 2, 3, 4, 1. Man hört, es ist so ein leichter Stopp. Ich mache es langsamer. Und dann beginnst du wieder von vorne. Ich gehe jetzt wieder mal auf Tempo 80.
und spiele genau in dem Tempo. Okay, 2, 3, 4. Nächste Variante ist einfach rauf und runter. Und dann nach 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dann Varianten reinbringen. Zum Beispiel Betonungen auf die 2 und die 4. 1, also 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und hier siehst du schon, da kommen diese Rhythmen dann her, wenn wir dann, jetzt lüpfe ich hier. Ich zähle 1 und wenn ich hoch spiele, lüpfe ich hier links. Und das ist die Grundlage des rhythmischen Spiels. Für oder und hier ist es eine Mischung aus dem Lüpfen der linken Hand und dem Stoppen mit der rechten Hand. Also hier Barré-Akkorde abdämpfen. Nächste Übung wäre dann 1 nach unten, lüpfen, hochkommen, nicht spielen. 2, 3, 4 und nach jedem nach unten gehen, die Hand hier lüpfen. Sodass du ein Gefühl dafür bekommst, für diese Technik und dann. Okay, super. Wir schauen uns jetzt als nächsten Punkt Nummer 5. Wir haben also die Grundakkorde gelernt, wie man die dann ein bisschen spielt, mit Wechselbass, Power Chords auf Tempo gebracht, Barré-Akkorde abdämpfen, ganz einfach erst noch, ganz einfach, nur dass man ein Gefühl dafür bekommt, nichts Kompliziertes. Als nächstes schaue ich mir einen klassischen Rhythmus an, um dir zu zeigen, was man machen kann. Den brauchst du selten, aber an Weihnachten ist er ganz wichtig. Solche Sachen werden wir dann trainieren. Also, guck mal, runter. Spiel die oberen Bassseiten. Dann beim Hochkommen, die 2 Schläge. Wenn ich jetzt beide gedrückt halte, klingt es so. Und da fehlt was, definitiv. Ne? Und was fehlt? So, hier öffnet sich gerade was, das brauchen wir jetzt nicht. Habt ihr gehört? Das ist dieser. Ich spiele nach unten, komme mit dem ersten Schlag hoch und lüpfe sofort die linke Hand. Beobachte. Und dann spiele ich nochmal von unten nach oben und lasse es klingen. Und eins wirst du feststellen, egal welchen Rhythmus du spielst, es ist immer eine Auf- und Abbewegung. Und deswegen habe ich dir jetzt einen Walzer gezeigt, auch wenn es sich anfühlt und klingt, als ob ich 1, 2 so spielen würde. Meine Hand muss für die zweite Bewegung von unten nach oben wieder nach unten kommen. Das ist ganz entscheidend. Also alle Rhythmen sind immer durchgehend Wechselschlag. Nur gehe ich dann für die zweite Bewegung von unten nach oben nicht so weit hoch. Nur ich will also nahe unten bleiben, das ist alles, was ich mache. Das war jetzt ein Beispiel von einem klassischen Rhythmus, den man wunderbar auch mal ausprobieren kann. Gleich mit Wechselbass. Ein super Training für die rechte wie auch für die linke Hand.
Jetzt kommt natürlich, und da bin ich mir ganz sicher, da warten schon einige drauf, der, nennen wir es mal wie in früheren Zeiten, der Boogie Woogie oder der Rock'n'Roll, ja, der Blues Shuffle, ja, alles kannst du damit spielen. Das gucken wir uns jetzt an, bevor wir in einer der nächsten Folgen detailliert drauf eingehen. So, was ist denn das jetzt eigentlich? Das ist nichts anderes wie unser Power Chord, also ein Zweiklang, bei dem wir hier eine Note hinzufügen. Ja? Und zwar mit dem kleinen Finger einen Ganzton weiter. Ja? Das ist dann für den Finger, wenn du hier jetzt drauf guckst, die sechste, die du hier greifst. Also die sechste Note ist jetzt aber nicht wichtig. Es geht einfach nur darum, dass wir hier das lernen. Und mein Tipp wäre, wenn du die Power Chords gelernt hast, dann beginnst du hier oben, wo es entspannt ist, vielleicht auf C, im 8. Bund auf der dicken E-Seite, greifst dein Power Chord und spielst erstmal nur so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die nächste Ausbaustufe, natürlich, du dämpfst es jetzt ab, wie ich es dir gezeigt habe, genau hier, super Training. Du spielst dann 1, 2, 3, 4. Den kleinen Finger auf derselben Seite wie dein Ringfinger, 2 Bünde weiter. Und zwar auch erstmal zweimal. Übungen und mehr, das ist jetzt das Basisvideo, werden in den nächsten Folgen dann auf dich zukommen aus dem Blues, aus dem Rock'n'Roll-Bereich, sodass man das dann uns genauer angucken kann. Wichtig erstmal als Training für dich, dass du ein guter Rhythmusgitarrist wirst. Einer meiner ersten Rock'n'Roll-Songs, den ich gelernt habe, war Jailhouse Rock in C, ne? You want to party in the county jail? Please remember that they began down. Das ist keine Solo-Gitarre, das ist alles Rhythmusgitarre. Okay? Auch wenn ich jetzt diese Basspassage, diese chromatische reingespielt habe, das ist alles noch Rhythmusgitarre. So, und hier gewöhnst du dich dann daran. Und die nächste Variante, wo ich dann in den Shuffle Groove dann reingehen werde, das ist eines der nächsten Videos. Was du dann noch üben kannst, ist diese Geschichte hier. 1, 2, 3, 4. Also statt den kleinen Finger auf der 3 und der 4 liegen zu lassen, spielst du nur die 3. Das ist so die coolere Variante dieses Boogie Woogie, dieses Rock'n'Roll Shuffles. Okay? Mit Schlagzeug würde das dann so klingen. Ich spiele es mal hier unten. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3. Das ist deine Snare. Auf F. Oder noch ein G. Ja, das ist jetzt mit dem echten Schlagzeug, das war jetzt ein Metronom, klingt das Ganze noch ein bisschen cooler, aber zum Üben genügt das völlig. Ne? Also hier nochmal dein Power Chord. Du kannst egal welchen greifen. Die Liste der Power Chords werde ich hier auch nochmal beifügen. Und dann kannst du Spaß damit haben. Und es gibt hunderttausende Lieder mit diesem Rhythmus. Den und diese Technik musst du können. Und dann bist du voll dabei. Okay? Also machen wir jetzt nicht länger mit dem Thema. Das werden wir im Detail dann besprechen. Nächstes ist... worauf wir
ja, als Grundlage sehr, sehr achten müssen, ist das Feeling, das Gefühl, der Groove, der Rhythmus. Ob etwas, und ganz wichtig, der Punkt heute als Grundlage, ob etwas straight, geswingt gespielt wird, auf den Beat, hinter den Beat oder vor den Beat. Also nur als Grundlage, dass du dir das merkst. Warum ist das wichtig? Weil wenn ich gerade auf den Beat spiele, dann ist das sehr, sehr straight. Das ist eine ganz klare Geschichte. Wenn ich hinter den Beat spiele, eben diese Sache mit dem Feeling, mit dem Gefühl, ist es dann, es fühlt sich dann so leicht verzögert an, aber es ist immer noch auf dem Timing. Die nächste Variante ist dann über den Beat, das treibt das Ganze. Und das sind dann Abtempo-Geschichten, wie Stevie Ray Vaughan zum Beispiel gespielt hat. Und das Wichtige ist, wenn du das lernst bei der Rhythmusgitarre, dann kannst du das auch in der Solo-Gitarre anwenden. Und das macht Gitarrensolo so interessant, dass mal hinter dem Beat, dann auf und dann treibend über den Beat gespielt wird. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, auf das wir noch eingehen werden. Dann Rhythmus in der Musik. Das ist die nächste Grundlage. Nächste Grundlage, und das ist ein ganz wichtiges Thema für mich, betrifft unseren besten Freund in der Band, der uns nie im Stich lassen sollte, und das ist das Schlagzeug. Das heißt, wir sind von unserem Können und von der Qualität unserer Darbietung, wenn wir mit anderen Musikern zusammenspielen, extrem angewiesen auf die Rhythmusgruppe Schlagzeug und Bass. Aber ganz, ganz stark auf das Schlagzeug. Ob das Schlagzeug mit uns zusammen eine Einheit bildet. Und das ist ein Thema für eine ganze Folge, wo ich darauf eingehen werde. Und vor allen Dingen, wie wir uns an das Schlagzeug ranhängen und was es bedeutet, mit dem Schlagzeug eine Einheit zu bilden und mitzugehen. Und natürlich, manchmal sind wir auf Gedeih und Verderb dem angewiesen, was das Schlagzeug uns bietet. Und die weltbesten Schlagzeuger bieten dir auch die Plattform als Gitarrist Meisterklasse zu erreichen. Nicht umsonst haben Musiker wie Eric Clapton, Steve Gadd am Schlagzeug, Carlos Santana, einige der besten, wenn nicht die besten Perkussionisten der Welt. Und diese Leute können dann auf dem Instrument zaubern. Das ist ein Grundlagenthema, wo ich noch verstärkter drauf eingehen werde, weil das nächste, was jetzt kommt, ist eben gleich nochmal das Thema, um Rhythmen zu lernen, dämpfe ich ab und lerne, wenn ich die Gitarre als Vorlage habe, wie jetzt zum Beispiel bei Wonderwall, Oasis. Ne? Ja, machen wir mal das Capo hier in den zweiten Bund. Da haben wir eine schöne Vorlage, weil wir die erste Dreiviertelminute ein bisschen leise hier. Today's gonna be the day that you're gonna throw me back to you. Haben wir super Vorlage. So. Oder auch ihr kennt diese Songs. Ne? Da haben wir eine gute Vorlage von der Gitarre, wo wir aber das nicht haben. Es ist ganz, ganz entscheidend, dass wir uns nicht komplizieren und lernen, das Schlagzeug zu imitieren. Das ist eine Grundlage, die wir ausbauen werden. Und die möchte ich euch beibringen, weil so lernt man Rhythmen und in meiner Meinung nach und nicht mit diesem unsäglichen
down, down, up, up, down, down, Pfeile nach oben, Pfeile nach unten. Das ist wirklich nur, wenn du keine Ahnung hast vom Rhythmusgitarrenspiel. Aber wenn du diese Folgen, diese Trainingsfolgen einhältst, die ich dir zeige, dann wirst du nicht nur Ahnung haben vom Rhythmusgitarrenspiel, sondern du wirst das Gefühl dafür entwickeln. Das ist entscheidend beim Rhythmusgitarrenspiel, ist das Gefühl, das Feeling für den Groove und für den Rhythmus zu entwickeln. Mein Gitarrenlehrer hat mir nie einen Rhythmus erklären müssen. Er hat mir das vorgespielt, er hat mir die Grundlagen erklärt, welche Akkorde, wie man abdämpft, was man macht. Und ich habe dann das mir so oft angehört, bis ich dann mich an diesen Groove ranhängen konnte. Und mit der Zeit habe ich dann das Gehör entwickelt, um das Ganze richtig intuitiv zu spielen. Das ist das, was du brauchst als Gitarrist. Also das Hauptziel, mein Hauptziel, das ist jetzt Punkt Nummer 10, ist Spaß zu haben, dir die Angst, die Sorge zu nehmen, dass du den Rhythmus nicht verstehst und dass du dich nach diesen 10 Tagen nie wieder mit Rhythmus plagen musst. Das ist eine Trainingssache. Nicht mehr und nicht weniger. Jetzt gucke ich kurz in den Chat und dann werde ich den heutigen Tag abrunden. Das war Basic, Einstieg, die Grundlagen. Und dann schauen wir mal, was ihr hier noch geschrieben habt. Ob da noch Fragen aufgekommen sind. So, wir sind hier wie richtig abdämpfen bei der... So, super. Hier kam dann die Frage, wie richtig abdämpfen bei der Variax. Nun, das ist ja egal, ob es jetzt die Variax ist oder irgendeine Gitarre. Die Prinzipien sind immer dieselben. Vorteil von solchen vergleichsweise langweiligen Übungen wie das Lernen von Songs. Wie willst du Songs lernen, wenn du die Basics nicht kannst? Ne? Also, wenn du so ein Talent bist, dass du Songs einfach so aus dem Ärmel schüttelst, und wenn du denkst, dass das langweilige Übungen sind, dann muss ich nachher nochmal dich bitten, in meinem finalen Statement nochmal richtig aufzupassen. Ne? Weil ich habe dir ja gezeigt, dass du zum Beispiel anhand von einem Song das üben kannst. Ne? Das glaube nicht, dass das jetzt langweilig ist, was ich heute gezeigt habe, speziell jetzt mit dem Rockakkorden und was dann da alles auf dich zukommt. Das sind die Basics, okay? Und Lernen von Songs. Ich kenne Leute, die haben 6 Jahre lang die falschen Songs gelernt, können sie heute noch nicht spielen, weil sie das Basistraining einfach vernachlässigt haben. Ne? Basistraining heißt einfach mal eine Stunde, vielleicht mal einfach nur das Ding auf Tempo bringen. Und das ist ein Songtraining. Das ist ein Songtraining. Das ist ein Songtraining. Okay, das ist kein langweiliges Training, sondern das ist Songtraining. Im Grunde genommen ist das Basistraining, was Rhythmusgitarre angeht, relativ einfach. Was du brauchst, ist die Ausdauer und die Geduld. Aber da gleich in dem finalen Fazit. So. Ich empfehle ein weiches Black für Strumming. Ja, ein weiches Plektrum für Strumming, das ist okay. Aber wenn du jetzt Begleitungen machen willst, die auch noch was klingen, wie jetzt eben dieses hier, wo du abdämpfst, wo du Druck auf die Seiten erzeugen willst. Ich habe hier ein 1,5 mm Plektrum. Mit dem kann ich wunderbar auch Strumming spielen, aber ich muss dann sehr gefühlvoll spielen. Ne? Wenn ein Plektrum zu dünn ist, dann hast du Schwierigkeiten. Ich habe hier keine ganz dünnen Plektren. Bei mir hört es bei 0,8 auf. Das ist ein 0,8er. Und das klingt noch gut. Also wenn du unter 0,8 mm gehst, dann wird es zu dünn. Dann holst du da keinen Sound mehr raus. Ne? Man spielt mit der Spitze vom Plektrum, nicht mit der Seite. Das ist Quatsch. Dann hast du natürlich nur Kratzgeräusch auf der Gitarre mit der Spitze des Plektrums. Country Style, ja, das ist jetzt, Fabian fragt, ich habe Interesse am Country Style. Natürlich gibt es da gutes Material da draußen, aber ist nicht das Thema heute.
Wir lernen erstmal die Grundlagen und da will ich, dass ihr diszipliniert dabei bleibt. Also ich lasse euch da nicht locker. Ne? Bei mir leider gerade erst so, also leise, das war ja gerade. So, Basics sind kein guter Rhythmus, wird auch kein guter Solist. Peter Böhm, du bringst es auf den Punkt. Die Basics sind fundamental. Wer kein guter Rhythmusgitarrist ist, wird auch kein guter Solist. 100 Punkte, besser kann man das nicht ausdrücken. Macht keinen Spaß, so ist es. Man lernt Songs, Country-Songs und so weiter. Also, jetzt machen wir das Fazit für die erste Stunde. Und hier geht es mir jetzt um eure volle Aufmerksamkeit. Deswegen blende ich das jetzt nochmal aus. Und ich will, dass ihr mir zuhört. Ich behalte die Gitarre in den Armen, weil es geht um dieses Instrument. So. Bei allem im Leben, bei allem, was du lernst, womit du deine Zeit, deine Lebenszeit verbringst, geht es um ganz alte, ich würde sagen uralte Erfolgs- und Lebensprinzipien, um Lernprinzipien. Es geht darum, zu üben, ja, bis etwas, also zu üben, zu trainieren, bis das, was du ausführen möchtest, unbewusst funktioniert, sodass du keine Zeit mehr hast zum Denken. Ja. Ich meine, ich muss für den Rock'n'Roll, kann mich mit dir unterhalten und das spielen, da muss ich nicht mehr nachdenken. Ich habe das also so trainiert, dass es unbewusst funktioniert. Das ist das Ziel. Das heißt, wenn du trainierst und übst, dann sollst du gedanklich bei der Musik bleiben, bei der Gitarre, in der Gitarre. Das ist ja ein Instrument, das so mit dir intim verbunden ist. Du spielst es direkt, du fühlst es direkt. Du hast es immer an deinem Körper, du fühlst die Schwingung. Also, du musst Vertrauen entwickeln in deine eigene Bewegung. Du musst fühlen, was du machst, ohne Anspannung, mit Dynamik spielen. Und ein präzises Fokus auf dein Ziel haben. Was haben wir heute in der Welt? Die größte Ablenkungsmaschine aller Zeiten. Zu viel, ich würde sagen, krankmachend, verstörend viel Ablenkung beeinflusst unser tägliches Leben. Dieses Instrument, die Gitarre, kann dir den Wunsch nach Klarheit erfüllen. Sie kann dich dazu bringen, Vergangenes loszulassen, dich dazu führen, im Jetzt zu leben, weil du alles, was du ausführst, mit dem Instrument im Jetzt machst. Sie hat die Energie, wenn du mit ihr eine Einheit bildest, Ballast abzuwerfen, die Vergangenheit vergangen sein zu lassen, nicht das Aktuelle, was gerade passiert, zu beeinflussen und diese größte Last, nämlich die Ablenkung unserer modernen Zeiten, abzustreifen. Ich bin mir ganz sicher, jeder weiß es. Jeder, der hier live jetzt dabei ist oder sich das Video im Nachhinein anschaut. Jeder von euch denkt oft die richtigen Dinge und Wahrheiten. Aber warum machen so viele von uns im Moment der Aktion nicht das Richtige und dieselben Fehler immer und immer wieder? Beispiel von vorhin, das ist langweilig. Ja? Dadurch hat der innere Schweinehund das Thema erledigt, brauchen wir nicht mit beschäftigen, ist langweilig. Wirst du von mir nie hören. Wirst du von mir nie hören. Ich habe geübt, bis es zu meiner zweiten Natur wurde. Das war das Ziel. Vielleicht die wichtigste Eigenschaft, die man sich bewusst machen muss,
um bei sich zu sein, um wesentlichere, bessere Ergebnisse zu erzielen und ein authentisches Leben zu leben. Ist, wenn er mehr auf seine innere Stimme hört und diese richtigen Dinge, die innere Stimme ihm sagt und die Wahrheiten, lebt und befolgt. Und dann entstehen diese Verbindungsmomente, nenne ich das, die dich befähigen, im Leben die Vergangenheit, die nicht mehr real ist, zu vergessen. Sie beschert dir einmalige Momente, in denen du voll da bist. Und diese hatte ich immer, also am öftesten und am häufigsten beim Musikmachen. Das kam bei mir immer wieder. Es ist meiner Meinung nach das Spielen eines Instrumentes, einer Gitarre, einer Geige, eines Blasinstrumentes, eines Klaviers, die härteste Kunstform, der sich ein Mensch aussetzen kann. Warum? Denn sie funktioniert immer nur am besten genau im Jetzt. Und im Jetzt, da hast du die Hosen unten. Da bist du authentisch. Da musst du bei dir selbst sein. Da kannst du nicht fake sein. Da kannst du nicht performen. Du musst performen. Da kannst du nicht sagen, oh, ich ziehe mich jetzt in mich zurück. Nee. Das funktioniert nicht. Du kannst es nicht? Fragezeichen. Dann sage ich dir eine dieser alten Wahrheiten, wenn nicht die älteste Wahrheit. Erfolg im Leben bedeutet, du musst es können. Deswegen wünsche ich dir, bleibe ruhig, entspannt, empathisch vor allen Dingen mit dir selbst und mit allem um dich herum und lebe im Jetzt. Dieses Instrument wird dir alle Mittel zur Verfügung stellen, um ein glücklicher, erfüllter Mensch zu sein, zu werden, wenn du es noch nicht bist. Sonst nichts. Nur du und dein Ziel. Dein Lebensziel, das du erwartest. Nur du und das Vertrauen, dass egal was in der Vergangenheit war, trotzdem alles dich genau an diesen Moment gebracht hat. Jetzt genau diesen Moment, wo du dir das hier anguckst. Und ich denke, das ist eine Leistung. Ist das nicht erstaunlich, was du alle schon erlebt hast? Nur du und dein Vertrauen in das Leben, in das Zentrum deiner Welt, in der du lebst, in das Zentrum deiner Welt, eine andere existiert nämlich nicht, in der du lebst. Denn alles im Leben, und das kann ich dir wieder 100% garantieren, ist auf Erfolg programmiert. Nochmal, alles im Leben ist auf Erfolg programmiert. Hätten wir Menschen sonst all das erreicht, was wir bisher erreicht haben, all das, diese Technologie, diese Möglichkeiten, diese Evolution, das ist das, was ich dir wünsche mit Folge 1. Erfolg für dein Leben, für, lass mich das betonen, für dein eines Leben. In diesem Sinne, viel Spaß beim Üben. Denk nicht lange nach. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich sehr. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute. Hier war Horst Keller. Bye bye.